5 Jahre erbitterten Luftkrieges haben die Leistungsfähigkeit unserer Flugzeuge ständig höher geschraubt. Der wechselnde Kampf um die Luftherrschaft verlangte immer wieder eine Steigerung der Steigfähigkeit, Geschwindigkeit und Wendigkeit. Der bisher übliche Flugzeugtyp mit Luftschraube und Ottomotor hat heute eine Grenze erreicht, über die hinaus Material- und Naturgesetze ein schwer überwindliches Halt gebieten. Neue Möglichkeiten mussten gesucht werden, um diese Schranken zu öffnen. Das Problem des durch Rückstoß angetriebenen Luftfahrzeugs drängte nach seiner Lösung, und was hier seit Jahren schon in wissenschaftlicher Arbeit erforscht und gefunden, wurde nun durch diesen Krieg zur praktischen Reife getrieben. So entstand das erste kriegsmäßig verwendbare Rückstoßflugzeug der Welt, die Me 163B. Die an diesen neuen Kampftyp gestellten Anforderungen bestimmten seine Gestalt. Die Stabilität bei höchsten Geschwindigkeiten und Beschleunigungsvorgängen verlangte den gedrungenen Rumpf, die einfache strömungsideale Linie und eine unübertreffliche Wendigkeit bei geringstem Fluggewicht und besten Flugeigenschaften. Der deutsche Flugzeugkonstrukteur Lippisch hat mit dem Bau dieser schwanzlosen Zelle alle diese Forderungen erfüllt. Die Me 163 ist ein Mittelding zwischen einer gesteuerten Flakrakete und einem Jagdflugzeug üblicher Art, stellt damit eine neuartige Waffe dar, die in einsatzmäßiger Hinsicht zu gänzlich neuen Überlegungen und Formen zwingt. Die Flügel haben starke Pfeilform, eine vorflügelartig eingeschnittene Flächennase, Querruder zugleich als Höhenruder wirksam, Trim- und Landeklappen. Das Kabinendach besteht aus einer verstrebungsfreien Plexiglaskuppel, die nach rechts geöffnet wird. Rollwerk und Kufe. Das Rollwerk wird nach dem Start durch Hebelzug abgeworfen, wobei gleichzeitig durch Pressluft die Kufe für den Flug eingefahren wird. Die Bewaffnung besteht aus 2 3 cm Kanonen Mk 108, die am Flügelanschluss eingebaut sind. Die kleine Luftschraube an der Bugspitze betreibt den Generator, der die Stromversorgung während des Fluges übernimmt. Das hintere Rumpfteil mit Triebwerk, Seitenflosse und Ruder. Durch Abnahme des Hecks wird das Triebwerk sichtbar. Am hinteren Ende der Ofen, der Strahldüsen und Brennkammer enthält. Dieses kleine Triebwerk entwickelt bei einem Eigengewicht von 176 Kilogramm bei großen Geschwindigkeiten eine Leistung von ca. 7000 PS. Feldwebel Schubert von der ersten JG 400, dem es gelang, bei einem Einsatz 2 feindliche Viermotorige abzuschießen. Das Staffelzeichen der ersten JG 400, der ersten Einsatzstaffel auf Me 163. Ein Scheuchschlepper bringt die Me 163 zum Start. Die Schleppstange, die der besseren Führung wegen das Schleppseil verdrängt hat, wird eingeklinkt. Fahrt zum Start. Die 163 wird im Schlepp durch Ausschlag der Seitenruderpedale über das Spornrad gelenkt. Eine Trickdarstellung zeigt indessen Steigvermögen und Reichweite der 163. 45 Sekunden nach dem Start hat das Flugzeug im Horizontalflug mindestens eine Geschwindigkeit von 600 km pro Stunde erreicht und es geht in den Steigflug über, wobei die Geschwindigkeit maximal etwa 720 km pro Stunde nicht übersteigen soll, weil damit die günstigste Steigleistung bei zugleich günstigster Gesamtflugzeit erreicht wird. In großen Höhen sind bei einem Steigwinkel bis zu 60 Grad mit Vollschub bis zu 800 km pro Stunde erreichbar. Die Steiggeschwindigkeiten betragen dabei mehr als 200 Meter pro Sekunde. Nach Erreichung von 10.000 Meter Höhe reicht der Fahrtüberschuss bei abgestelltem Triebwerk zum Weitersteigen bis auf 12.000 Meter aus. Im Geradeausflug können anschließend weitere 24 Kilometer mit 850 Kilometer pro Stunde Geschwindigkeit mit Kleinschub zurückgelegt, für die Schaffung neuer Angriffspositionen oder für den Luftkampf verwandt werden. Nun ist der Treibstoff verbraucht.
anschließende Gleitflug gibt jedoch genug Zeit und Raum auch für die Landung auf Ausweichplätzen. Aus der angenommenen Höhe sind dann als Streckenleistung 120 Kilometer Entfernung überbrückbar. Die Städtenamen veranschaulichen die Entfernung. Ein Aufstiegsvergleich in Trickform zeigt den enormen Unterschied zwischen der Me 109 als der bisher steigfähigsten Maschine und der Me 163B. Ein wertvolles Charakteristikum des Rückstoßantriebes ist seine mit zunehmender Flughöhe größer werdende Wirksamkeit. Die 163 wird im Steigflug nicht langsamer, sondern im Gegensatz zu Schraubenflugzeugen immer schneller. Damit machte sie eines der bisher schwierigsten Probleme der Höhenfliegerei hinfällig, allerdings unter Verbrauch gewaltiger Treibstoffmengen. Der Schlepper hat inzwischen mit der 163 den Startplatz erreicht. Eine PC-Kombination schützt den Flugzeugführer gegen Verbrennungen durch T-Stoff. Die Atemmaske wird wegen des schnellen Steigens gleich am Boden aufgesetzt. Der Anlassvorgang erfolgt bis zur selbstständigen Übernahme durch das Triebwerk über eine elektrisch angetriebene Turbine. Dann wird der Anlasswagen ausgeschaltet. Das Triebwerk läuft allein. Während des Hochregelns der Schubkraft setzt sich die Me 163 in Bewegung. Kurz nach dem Abheben löst der Flugzeugführer das Rollwerk. Das abgeworfene Rollwerk kommt nach einer Reihe toller Sprünge zur Ruhe. Die gestartete Me 163 hat nun den Platz verlassen. Eine kurze Ausstoßfahne hinter sich herziehen, gewinnt sie rasch größere Höhen. Wenn das Flugzeug Geschwindigkeiten nahe der Schallgrenze erreicht, wird der Flugzeugführer durch eine besondere Warnanlage vor dem Auftreten kritischer Macherscheinungen gewarnt, die gefährliche Schwingungserscheinungen im Gefolge hätten. Um jene durch beginnende Macherscheinungen begrenzte Höchstgeschwindigkeit von mehr als 900 Kilometer pro Stunde in großen Höhen zu erreichen, ist nur etwas mehr als ein Viertel der Triebwerksleistung notwendig. In derselben Höhe weist ein TL-Triebwerk nur mehr ein Drittel der Bodenleistung auf. Inzwischen kümmert sich die Bodenmannschaft um das abgeworfene Rollwerk. Mit einer Sondervorrichtung wird es an einen Scheuchschlepper gehängt und zur Halle gerollt. Die Me 163 zieht weiter ihre Bahn. In der jetzt erreichten Höhe genügt der Kleinschub zwischen 3 und 6 Atü, um eine Geschwindigkeit zu halten, die der eines jeden anderen Jägers überlegen ist. Zeigt eine Trickaufnahme die Schnelligkeit eines Me 163 Angriffes auf einen feindlichen Verband und die taktischen Möglichkeiten, trotz geringer Schubzeit Erfolge zu erzielen. Der in den Bereich einer 163 Bereitschaft eingeflogene Feindverband wird vom Boden aus in Minutenschnelle angegriffen. Als einziges Flugzeug der Welt schafft es die 163 in der gleichen Zeit, in der der Bomberverband 20 Kilometer zurücklegt,
die gleiche Strecke zu fliegen und dabei noch auf 7000 Meter Höhe zu steigen. Hier steigt die 163 zum Einsatz gegen den Feind. Die ersten Feuerstöße sitzen in Tanks und Motoren des viermotorigen, der zu brennen beginnt. Dieser aus dem Abschussfeld Feldwebel Schubert stammende Streifen zeigt mit aller Deutlichkeit die Wirkung der beiden in die 163 eingebauten MK 108. Nur noch brennende Fetzen wirbeln zur Erde. Die Me 163 hat sich vom Feindverband abgesetzt und strebt im Gleitflug kurvend und auf etwa verfolgende Feindjäger achtend dem Heimathafen zu. Ein Schlepper ist schon unterwegs, um die 163 sofort nach der Landung einzuholen. Im Gleitflug erreicht das Flugzeug den Platz, um dort zur Landeeinteilung und Landung anzusetzen. Eine letzte Kurve noch. Dann schwebt die 163 ruhig an, setzt auf und rutscht auf der Kufe aus. Ein für die 163 zusammengestellter Abschleppwagen, der LBC 2500 mit Scheuchschlepper, holt in wenigen Minuten das gelandete Flugzeug zur Halle. Der LBC 2500 nimmt nach ein paar Griffen die 163 unter den Flügeln auf seine Hebearme. Dieser Vorgang wird von eingeübtem Personal mit überraschender Schnelligkeit erledigt. So wird das Rollfeld für neue Landungen schnellste frei. Unter den einfachsten Handgriffen wird das Flugzeug am Abstellplatz abgesetzt. Bei einer anderen Maschine wird ein zweites Gerät mit ähnlichen Vorteilen gezeigt, der Schlauchheberwagen. Zwei große Tragkissen werden unter die Flügel gefahren und dann von zwei Pressluftflaschen gefüllt. Das Flugzeug wird durch die sich füllenden Säcke gehoben. Weich ruht die Maschine auf diesen Polstern während der Fahrt zur Halle.
Hier werden die Schlauchventile geöffnet und langsam senkt sich die 163 wieder auf ihre Kufe. Ein weitaus schnelleres und einfacheres Arbeiten ist jedoch durch den LWC 2500 gewährleistet. Vor der Halle wird nun die 163 zu neuem Einsatz fertig gemacht. Zunächst wird das Flugzeug mit einem Herkulesheber aufgebockt. Das vom Platz aufgenommene Rollwerk wird eingebracht. Nach kurzer Überprüfung auf etwaige Defekte wird es unter die Kufe gehängt. Zwei Zapfen greifen in. Der im Führerraum sitzende Mann wird durch Klopfzeichen zur richtigen Hebelstellung verständigt. Die Me 163 ist wieder rollklar. Größte Vorsicht erfordert die Betankung der 163. Der Rückstoß wird bewirkt durch das Zusammenführen von zwei Sondertreibstoffen, dem C- und dem T-Stoff. Um eine leichtfertige und mit großer Gefahr für Maschine und Mannschaft verbundene Berührung der beiden Stoffe zu vermeiden, wird das Tanken in zwei getrennten Teilen vorgenommen, denn auch kleinste zusammenfließende Mengen von C- und T-Stoff verursachen heftigste Explosionen. Der C-Stoffwagen ist vorgefahren und füllt die C-Stofftanks. Unter dem Flugzeug sorgt ein ständig fließender Wasserstrahl für das sofortige Unschädlichmachen Wegspülen der aus dem Überlaufrohr stammenden geringen Mengen der Treibstoffe. Die Tanker tragen Schürzen und Handschuhe aus Gummi, um Haut und Kleidung vor Ätz- und Brandverletzungen zu schützen. Werden Gefäße und Hilfsbekleidungsstücke sorgfältig mit Wasser abgespült. Erst wenn der C-Stoffwagen nach dem Tanken weggefahren ist, wird der T-Stoffwagen herbeigewinkt und T-Stoff betankt, wobei die gleichen Vorsichtsmaßregeln gelten. Die Betankung mit T-Stoff findet mit dem Füllhöhenbegrenzer statt, der das Überlaufen des T-Stoffes verhindert und damit eine saubere und gefahrlose Betankung gewährleistet. Wieder spült der Wasserschlauch Reste weg. Am Ende der Betankung wird wiederum die Schutzbekleidung sorgfältig mit Wasser abgespritzt. Wie heftig die beiden Treibstoffe bei gegenseitiger Berührung reagieren, zeigt jetzt ein kleiner Versuch. Eine Schale wird mit C-Stoff gefüllt und abgestellt.
Mit einer Pipette wird eine kleine Menge T-Stoff entnommen. Wenige Spritzer in den C-Stoff lösen schon heftige, explosionsartige Flammenbildung aus. Nun ein Versuch mit einem organischen Stoff, der mit T-Stoff getränkt wird. Nach kurzer Zeit schon geht der Stoff in Flammen auf. Aber auch hier hilft das Wasser als bestes Gegenmittel und löscht sofort. Bevor ein Triebwerk zum Flug eingesetzt wird, muss es mehrfachen Prüfungen unterworfen werden, deren erste der Wasserlauf ist. Diesem Wasserlauf muss sich auch jedes Triebwerk aus dem Flugbetrieb nach längerem Stillstand und nach jeder Reparatur unterziehen. C- und T-Stoffbehälter werden mit Wasser gefüllt. Von außen wird an die 163 ein Hilfsgerät angeschlossen, das die nötige Pressluft und den T-Stoff zur Dampferzeugung für die Turbopumpe enthält. Zuerst wird am Druckminderer der richtige Druck eingestellt und dann der Weg der Pressluft in den Behälter freigegeben. Der Schubhebel wird betätigt, die Turbine läuft an. Nach kurzer Harren in Leerlaufstellung wird hochgeregelt. Unter Druck von ca. 20 Atü wird das Wasser durch das Röhrensystem gepresst und bei gleichzeitiger gründlicher Reinigung der Treibstoffkanäle deren Festigkeit und Dichtigkeit kontrolliert. Nach dieser ersten Probe wird die 163 aufgebockt, verankert und, nachdem sie mit C- und T-Stoff betankt wurde, dem scharfen Standlauf unterzogen. Der Standlauf erfüllt den gleichen Zweck, dem das Abbremsen des Motors beim Motorflugzeug dient. Der Prüfmeister besteigt die Kabine und lässt die Turbine an. Die Drehzahl der Turbine stellt sich auf Leerlauf ein. Nun kann hochgeregelt werden. Die Zündung setzt ein. Drehzahl und Brennkammerdruck steigen an. Kurz hinter der Brennkammer entsteht eine Flammenkette, aus deren Aussehen Rückschlüsse auf die Funktion des Triebwerks möglich sind. Nach dem Lauf stellt das Triebwerk mit starker Flammenbildung ab. Der Wasserstrahl verhindert Verbrennungen am Ruder. Zum Einfahren neuer und noch nicht in die Zelle eingebauter Triebwerke dient ein Prüfstand mit einem splitter- und feuersicheren Schaltraum. Die Belastungsprobe für das Triebwerk ist die gleiche wie beim Standlauf. Man erkennt hier deutlich den viel einfacheren Aufbau des Walter-Triebwerkes gegenüber üblichen Flugzeugmotoren. In der Serie werden für ein Triebwerk etwa 750 Arbeitsstunden gegenüber 4200 Arbeitsstunden eines Otto-Triebwerkes benötigt. Für den Fall einer Triebwerksstörung im Fluge, die eine Landung mit größeren C- und T-Stoff-Restmengen zur Folge hätte, besitzt die 163 eine Schnellablassvorrichtung, die den T-Stoff als den gefährlichsten Treibstoffteil ausstößt. Falls nach der Landung Restmengen von T-Stoff auslaufen sollten, genügt ein Handfeuerlöscher, einen Brand zu verhüten.
Damit ist das Gesamtbild der Me 163B abgerundet. Wir sehen sie hier noch einmal neben ihrer Vorgängerin, der Me 163A. Die A steht der B nicht in der Güte der Flugeigenschaften nach, aber so wie ihre ganze Gestalt kleiner und zierlicher ist, Flugeigenschaften mehr die einer leichten Kunstflugmaschine großer Wendigkeit und Kunstflugtauglichkeit. Die nächste Zukunft mag zeigen, ob die Me 163 das Kampfbild des Luftkrieges ändern wird. An Steigfähigkeit, Geschwindigkeit und Wendigkeit von keinem anderen Flugzeug der Welt auch nur annähernd erreicht, werden ihre Leistungen nur von Naturgesetzen und den dem menschlichen Organismus gesteckten Grenzen gehemmt. So erfüllt sie in weitestem Maße die ewige Forderung des Krieges und der Fliegerei. Schneller, höher, stärker.